Hallo meine lieben Pfeifenfreunde und herzlich willkommen zum heutigen aktuellen Video. Ihr seht es und ihr hört es. Wir haben Montag, den 13. November, Nachmittag. Es ist kalt, es regnet, aber leider habe ich gerade jetzt Zeit. Wir haben ja kein schöneres Wetter. Ich sitze draußen im Garten und es ist Zeit für ein neues Pfeifen- bzw. Tabakvideo. Heute möchte ich euch einen älteren Tabak vorstellen. Das hatte ich schon vor Jahren vorgehabt. Es ist immer irgendwas dazwischen gekommen. Jetzt hole ich es nach und zwar geht es konkret um diesen Tabak hier. Ganz recht, es geht um den Chieftains Highland Mixture. Hier ist die Dose und wie ihr auch sehen könnt, die Dose ist ein bisschen älter. Die hat heute, wenn es sie noch gibt, ein anderes Design, leicht anderes Design. Ich habe es im Internet gesehen, irgendwie mit beige, orange. Die hier ist halt noch in einer Art Anthrazitfarben gehalten. Ich habe die vor Jahren von einem Pfeifenfreund geschenkt bekommen und dachte mir, machen wir mal, schauen wir mal, den Tabak stelle ich euch vor. Von der offiziellen Beschreibung hier heißt es: Hand separated, sugar sweet, bright golden Virginia tobaccos with fine fruity notes of lemon are combined with red Virginia, being famous for the exquisite robust and complex aromas. These are secret of the delicious mellow mixture. The final result is a masterly Virginia mixture with a charming fruitiness and soft sweetness. Da bin ich mal gespannt. The crowning glory of this masterpiece is the unique note of Chieftains Glengarry Highlands, slowly infused into the mixture by months of fermentation in original certified barrels. Bin ich mal gespannt. Ein Tabak, der mit Alkohol vermischt ist, in schönen alten Fässern reift. Klingt ja generell mal so schlecht nicht. Hier ist die Tabakdose. Und was einem sofort entgegenkommt, ist tatsächlich so eine fruchtige Note. Mit einer dezenten süßlichen Würze. Das könnte der Whisky sein. Ich bin kein Connoisseur, aber es könnte Whisky sein. Und ich würde mal sagen, bevor ich hier weiter auf den Tabakduft eingehe, hier erstmal ein paar Bilder vom Tabak selbst. So, den Tabak habt ihr gesehen, die Dose habe ich ja hier immer noch offen. Und der Duft ist wirklich atemberaubend. Hier seht ihr auch die Mixture nochmal. Die Virginias sind also klar zu erkennen. Und hier heißt es ja, wie gesagt, so schön breite, helle, goldene Virginias. Würde ich mal sagen, klingt mal so verkehrt nicht. In gewohnter Weise. Bevor wir jetzt aber hier aufs eigentliche Review eingehen, zumal jetzt auch gerade der Regen runterkommt, hier erst nochmal ein paar Bilder vom Tabak in der Pfeife, wie er eingebracht ist. Dann seht ihr auch die Pfeife selbst und wir hören und sehen uns gleich zum Review. Da schau her, was man so alles entdeckt, wenn man sich hier einfach mal hinsetzt und sich die Dose in Ruhe anschaut. Hier, schaut euch das doch mal an. Ist es nicht interessant? Also ich finde es wahnsinnig interessant, was hier drauf steht.
Abgefüllt 2008. Klares Zeichen mal dafür, das Ding ist schon ein bisschen älter. Und dann ist die Tabakdose auch noch limitiert auf 6000 Dosen. Da hätten sie vielleicht eher zulassen sollen, um sie als Schatz aufzubewahren. Gut, aber was bringt mir ein als Schatz aufbewahrter Tabak? Ich möchte ihn ja rauchen. Und von daher würde ich sagen, genau das machen wir jetzt auch. In gewohnter Weise. Die Pfeife habt ihr ja gerade schon mal gesehen. Hier ist sie noch mal kurz. Das ist von Stanville die Calabash. In dem Fall die sandgestrahlte Version. Hier wunderschönes Band. Übrigens eine der alten, der klassischen Calabash. Stanville Made in Denmark. Die hatte ich vor Ewigkeiten zusammen mit einer Schwesterpfeife für 50 Euro ersteigert. 2 Pfeifen. Top Zustand. Glück muss der Mensch haben. So, ich habe mich gerade bei Parallel hier noch ein bisschen sortieren müssen. Aber ihr habt es ja auch im Schnellverfahren gemerkt. Glut ist gut angenommen worden, gleich beim ersten Befeuern. Und obwohl der Tabak ja nur aus Virginias besteht, hatte ich eben beim Anfeuern keinerlei Bitterkeit. Kein bitteres Aroma, kein Beißen, kein Kratzen, kein gar nichts. So, zum Nachfeuern nehme ich trotzdem ausnahmsweise mal Feuerzeug. Jetzt beim Nachfeuern hat er mal leicht gekratzt, ist ein bisschen bitterer geworden. Und ist jetzt aber sofort wieder dem eigentlichen Aroma gewichen. Was ich jetzt hier herausschmecke, das sind heuige Virginias. Ich hatte eigentlich von der Beschreibung her eher so die süffigeren erwartet. Also sprich, wenn man sie raucht, wenn man sie anzündet, die so ein bisschen nach Trockenobst schmecken. Irgendwo so in die Richtung, leichte Aromatisierung vielleicht noch dabei von Feige oder Pflaume. Das ist ja also definitiv nicht der Fall. Also es heißt zwar süßliches Aroma, aber es hat nichts mit den Virginias zu tun. Der Rauch ist weich, er ist kühl, umschmeichelt die Zunge. Doch geschmacklich habe ich diese klassische Virginia Würze mit einem Hauch fruchtiger Süße. Es bleibt wirklich, an allererster Stelle ist die Würze der Virginias. So dieses etwas heuigere Aroma. Nicht unangenehm, nicht kratzig, nichts. Einfach würzig. Und auch beim Abgang durch die Nase spürt man so eine leichte Fruchtnote, hat aber auch mehr die Würze noch im Vordergrund mitschwingen. Also würziger Rauch, würziges Aroma und im Hintergrund so eine subtile Süße. Ja. Whisky, so einen Hauch von einer Whisky-Würze, von dieser warmen Würze, die man ja kennt, verspürt man auch. Allerdings nicht annähernd so stark, wie ich es rein von der Beschreibung her erwartet hätte. Denn es hieß ja mit entsprechendem Whisky entsprechend aromatisiert, dann in Fässern entsprechend lang gelagert, genauso wie es ja auch mit einem süßlichen Aroma sein soll. Wenn ich die Beschreibung hätte machen sollen, dann hätte ich ganz klargestellt, es sind hellere, heuige Virginias. Dann weiß man von vornherein, es ist eine Würze mit drin. Und dann halt eben mit subtilen Noten eines fruchtigen Aromas oder eines fruchtigen Flavors. Ich habe für mich intern so eine eigene Skala der Qualität oder dessen, wie mir der Tabak gefällt. Die reicht von dunkelrot 1 bis dunkelgrün 10. Dem hier gebe ich, ja, ich würde mal sagen, eine 6.
Für mich ist hier der Chieftains Highland Mixture, hier ist die Dose nochmal, auf jeden Fall ein brauchbarer Tabak. Oberes Mittelfeld, unteres Spitzenfeld könnt ihr euch aussuchen. Wie gesagt, 6 von 10 Punkte. Das ist meiner Meinung nach so ein bisschen vergleichbar mit der Mixture von Mac Baren. Das ist auch so ein Tabak, der hat für mich keine Höhen, keine Tiefen. Er schmeckt angenehm, man kann ihn gut wegrauchen. Genau das habe ich hier bei Chieftains Highland Mixture ebenfalls. Er brennt nicht auf der Zunge, ist ein bisschen würziger als die Mixture von Mac Baren. Man schmeckt hier definitiv auch Alkohol heraus, den Whisky heraus. Bei Mac Baren, die einen sagen ja, die Mac Baren Mixture schmeckt nach Honig. Ich bin der Meinung, Honig ja, aber ich bin immer noch der Meinung, dass auch so ein Hauch von Alkohol mitschwebt. Kann natürlich sein, dass sie bei Mac Baren, bei der Mixture eventuell, ich weiß es ja nicht, vielleicht eine Art Whisky-Ahornsirup-Gemisch oder Whisky-Honig-Gemisch nehmen für die Fermentation. Alkohol, Honig hat ja beides den gleichen Effekt. Es hält Bakterien fern und macht den Tabak damit etwas länger haltbar. Auf jeden Fall angenehm zu rauchen. Also nichts, wovor man Angst haben müsste. Aber halt leider auch nichts mit irgendwelchen Highlights. Das ist ein Tabak, stopfen, anzünden, durchqualmen. Der braucht keine große Aufmerksamkeit, er verdient aber halt auch keine große Aufmerksamkeit. Es ist jetzt nichts dabei, wo man sagen würde, da müssen wir mich konzentrieren, ich möchte dies herausschmecken, ich möchte jenes herausschmecken. Ich weiß ja nicht, wie es euch ergeht, aber ich schmecke hier nicht viel heraus. Wie gesagt, Würze durch die Virginias, leichte Würze, dieses, wie gesagt, raurig, fruchtig, würzige, so vom Whisky. So diese leicht dunklen Aromen, finde ich. Kann man schwer beschreiben. Wie gesagt, ich bin kein Connoisseur, ich könnte niemanden Whisky vorstellen. Und eine ganz subtile, fruchtige Note im Hintergrund. Also definitiv ein Tabak, den werde ich auch rauchen. Das ist klar. Den gebe ich nicht weg, den schmeiße ich nicht weg. Man kann ihn gut rauchen. Wie gesagt, für mich eigentlich so auf einer Stufe mit der Mac Baren Mixture. Scottish Blend. Und das war es damit auch schon soweit von mir für heute mit meinem Review über den Chieftains Highland Mixture. In gewohnter Weise hier unten. Ich bin auf eure Kommentare gespannt. Der eine oder andere wird den Tabak vielleicht kennen, die anderen kennen ihn nicht, wollen ihn probieren. Ich weiß noch nicht mal mehr, ich habe jetzt nicht recherchiert, ob es den Tabak überhaupt noch gibt. Also von der Nummer her, Steuernummer her, ist es ja Cobb Tobaccos, früher Kohlhase und Cobb, die ja hier für den Tabak verantwortlich zeichnet. Allein das ist schon ein Signal dafür, dass der Tabak nicht schlecht sein kann. Von daher, schreibt mir eure Meinung drunter, lasst uns in gewohnter Weise ein bisschen austauschen. Ich werde jetzt meine Pfeife hier genüsslich, ganz langsam runterrauchen, den Tabak noch genießen und mal gucken, falls es mich packt und ich noch genügend Zeit haben sollte, bevor es wieder dunkel wird, ob ich noch ein zweites Review mache zu einem anderen Tabak. Time will tell. Daher in gewohnter Weise herzlichen Dank für eure Aufmerksamkeit. Ich wünsche euch weiterhin viel Spaß mit euren Pfeifen und mit euren Tabaken. Bleibt mir gesund, bleibt meinem Kanal gewogen. Wir sehen uns hier auf jeden Fall wieder. Macht's gut, Happy Puffing und ciao. Hallihallo, hallo nochmal. Ja, jetzt gibt es von mir doch nochmal einen kurzen Nachschlag. Und zwar, ich bin jetzt mit dem Rauchen soweit fertig. Ich kannte ja den Tabak überhaupt nicht. Das war für mich ja auch absolutes Neuland. Ich kannte, muss mal gucken, ich halte jetzt die Kamera gerade in der Hand, nicht auf dem Stativ. Ich kannte die Beschreibung ja vorher auch nicht. Ich habe mich also wirklich durchprobiert. Und so ab der Hälfte der Pfeife, da ist dann der Geschmack gekippt. Das heißt, diese im Hintergrund dezente, fruchtige Note, die war irgendwie weg. Der Tabak war nur noch würzig, ist am Ende auch so ein bisschen kratziger geworden. Von daher muss ich auch meine Bewertung runterschrauben. Also nichts mit 6. 6 ist out, will keiner mehr haben. Ich gehe davon aus, ich werde dem Tabak maximal 5 Punkte geben. Ich denke mal, auf 5 wird es rauslaufen. Da fängt ja schon so die untere Hälfte an. Also man kann ihn rauchen, aber ab der zweiten Hälfte war er nichts mehr. Und ich habe ja eben nur die Stanley Calabash gehabt mit mittlerem Füllvolumen. Wenn so das letzte Drittel nichts mehr ist, das kennt man von einigen Tabaken, vor allem wenn es sich um Aromaten handelt.
Aber es war gerade mal so ungefähr die Hälfte, wo auf einmal das Aroma, das milde Flöten war. Dann wurde es immer nur kräftiger, würziger, kratzig. Keine Ahnung. Ich werde dann noch bei der Gelegenheit gucken, ob es den Tabak überhaupt noch gibt. Es könnte durchaus sein, dass man ihn vom Markt genommen haben wird. Würde auch erklären dann, warum ich jetzt so dann bei der zweiten Hälfte eben nicht mehr so die positive Erfahrung hatte. Tja. Gut, Slap es hat, kann kommen, kann passieren. Von daher, ja, muss ich positiv sehen. Jetzt gibt es halt hier auch mal einen After-Credit von mir. Und von daher, ich wünsche euch was, Happy Puffing und bis zum nächsten Mal. Ciao.